Aha, und wie sind Sie überhaupt auf das Hotel aufmerksam geworden? Ich hatte einen Werbeprospekt im Briefkasten. Ach, entschuldigen Sie. Suchen Sie uns doch schon mal einen Platz, ja? Ich würde gerne noch jemanden begrüßen. Sieh an, Hannah. Spannst du auch ein bisschen aus? Ja, nötig hast du es offenbar. Aber ist es so ganz allein nicht langweilig? Wobei, mit Lars hätte das auch keinen Unterschied gemacht. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Bin schon weg. Weiterhin viel Spaß noch. Ach, und Alkohol ist keine Lösung. Schlecht für den Teint, schadet der Gesundheit. Und dafür ist man ja nun wirklich nicht hier. Perverse Dozenten müssen draußen bleiben. Solche primitiven Schmierereien musst du einfach ignorieren. Das sagst du so leicht. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere kreative Spruch da noch auftauchen wird. Ach, komm schon, Lars. Sowas haben wir doch auch gemacht an der Uni. Ja? Ja, natürlich. Dozenten mobben, die auf der schwarzen Liste stehen. Sowas läuft sich auch ganz schnell wieder tot. Auch wenn dir ein Sexualdelikt angehängt wird? Dass dieses kleine Biest die Sache dazu benutzt, sich an dir zu rächen. Was geht in der vor? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben ein paar Studenten von dir den Mumm, dich zu verteidigen. Ich meine, du warst doch vorher nie in sowas verwickelt. Außerdem, hast du nicht gesagt, dass dieser Dekan einen ganz vernünftigen Eindruck macht? Hm? Dann dürfte ihm doch auch klar sein, dass das Thema sexuelle Nötigung absolut leicht und schnell missbraucht werden kann. Du meinst, ich soll mich nicht in die Ecke drängen lassen? Genau das meint er. Oh, ich wollte keinen Wein mehr. Ich wollte zahlen. Der Herr dort würde Sie gerne auf ein Glas einladen. Entschuldigung, das ist sehr nett von Ihnen, aber ich wollte... Carla? Wenn ich arbeitslos werde, dann schreiben wir eine Oper zusammen, okay? Na, Davids Muse ist nicht besonders inspiriert in letzter Zeit. Der schreibt kaum noch. Ein spannender Justizfall, das wäre doch mal ein gutes Thema. Wie zum Beispiel El Capone oder... Abend. Das freut mich sehr. Sie müssen sich leider noch einen Moment gedulden. Der Tisch wird aber dann gleich frei. Johannes, ich bin sehr hungrig. Ja, wenn Sie einen Moment hier Platz nehmen wollen. Kennst du den? Sowas. Darf ich vorstellen, Herr Schneider, ein Dozent, meine Frau. Sehr angenehm. Tut mir leid, wenn ich Sie störe, aber kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Schubst mich kurz. Okay. Entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir vielleicht schon etwas sagen? Herr Schneider, ganz gleich, ob der Vorwurf der sexuellen Nötigung gegen Sie nun haltbar ist oder nicht. Es geht um den Ruf unserer Universität. Haben Sie die Schmierereien gesehen? Ja, eine. Ich bedauere es sehr, aber wir haben beschlossen, Ihren Vertrag zu kündigen. Hallo. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Carlos Mutabor. Würden Sie mir die Freude machen und mir etwas Gesellschaft leisten? Was ist mit dir passiert? Die Verkleidung ist doch perfekt. Aber dann will wir wissen. Ich passe schon auf. Sie sieht her. Und sie wirkt sogar ein bisschen neidisch. Wenn mich nicht alles täuscht. Du spanische Mann. Darf ich bitten? Ja? Na bitte. Hat doch prima geklappt. Achtung, der Kellner. Danke. Ein Burma Weiß, bitte. Sehr wohl, Herr. Daran werde ich mich allerdings nie gewöhnen. Aber ansonsten mache ich mich doch ganz gut als Kerl, oder? Du bist völlig verrückt geworden. Verrückt nach dir, Baby. Ja, das war's dann wohl. Ich bin gefeuert. Ach,
ist doch noch gar nicht raus. Aber genau das hat Professor Albrecht gesagt. Ich bin Rufschädigend für die Uni. Wenn er nicht weiß, wie durchtrieben dieses Mädchen ist, der kann ja deine Mitbewohner fragen. Die würden jederzeit für dich aussagen. Darum geht es doch überhaupt nicht mehr. Selbst wenn mir der Dekan glaubt, der Vorfall hat viel zu viel Wirbel verursacht bei den Studenten. Das kann er nicht unkommentiert lassen. Dann musst du sie eben vom Gegenteil überzeugen. Wie stellst du dir das vor? Soll ich in der Mensa eine Rede halten? Oder jedem Studenten einen Zettel in die Hand drücken? Ich habe Vanessa nicht angerührt. Ja, warum nicht? Wenn es dem Dekan so wichtig ist, was die anderen denken? Vergiss es. Vanessa hat gute Arbeit geleistet. So ein kleines Biest anrichten kann, die sollte man doch... Ich bin offenbar nicht deine einzige Bewunderin, Carlos. Verdreht sich deine Schwester etwa immer noch den Kopf nach uns? Sie ärgert sich schwarz, dass ich Gesellschaft habe. Warum seid ihr eigentlich so verstritten? Ach, das willst du gar nicht wissen. Doch. Wie kann man dich denn nicht mögen? Das war schon immer so. Ganz extrem wurde es, als sie sich in Lars verliebte und er sich für mich entschied. Seitdem hat sie Lust am Zerstören. Alles, was mir lieb ist. Deswegen habe ich auch so eine Angst, dass sie uns das Leben schwer machen könnte. Jetzt kommt sie. Okay, mach dir keine Sorgen. Entwarnung, sie geht. Kein Grund aufzuhören. Ja, wo bleibt ihr denn jetzt mit der Rechnung? So ungeduldig, bis wir alleine sind. Si, Senor. Außerdem könnte Silvia jeden Moment kommen. Die ist nämlich ganz schön neugierig. Na und? Ich bin doch ganz überzeugender als Carlos. Trotzdem, jetzt geh schon mal nach oben, bitte. Kommt gar nicht in Frage. Ich lasse doch keine Frau die Rechnung bezahlen. So wie du. Ach du Scheiße, jetzt haben wir den Salat. Jetzt kommt sie. Gut, dann sollte ich vielleicht wirklich gehen. Eine Flasche Champagner bitte noch, auf 320. Rechnung übernehme ich. Na, Ich würde gern zahlen. Ja, gerne. Stimmt so. Deine Kontaktanzeige hat es aber eilig wegzukommen. er muss dich wohl gesehen haben. Naja, ein Abend mit dir und jedermann sucht das Weite. Du musst nicht von dir auf andere schließen. Irgendwie kam er mir bekannt vor. Das würde mich aber wundern. Der Mann hat Geschmack. Und wie kommt er dann auf dich? Es wäre ja nicht der erste Mann, der mir den Vorzug gäbe. Nicht wahr? Seit wann dürfen Bauarbeiter durch den Haupteingang ins Schloss? Vanessa, wer hat denn da den Gullideckel aufgelassen? Du Prolet, pass bloß auf. Sonst was? Erzählst du sonst rum, ich hätte dich auch vergewaltigt? Wer weiß. Ist dir eigentlich klar, was du mit deiner Scheiße angerichtet hast? Lars hat seinen Job verloren. Er ist jetzt arbeitslos. Ach ja, geschieht ihm recht. Wenn er sich besser benommen hätte. Pass mal auf, du bist so ein Stück Dreck, weißt du? Aua! Hey, was soll das? Fassen Sie meine Tochter nicht an. Sonst kriege ich von Ihnen auch noch eine Anzeige. Und Sie decken diese miesen Touren auch noch. Na, na, na. Was soll das heißen? Fragen Sie Ihre Tochter doch mal. Gar nicht beachten. Kommst du mit frühstücken? Ich wüsste schon gern, worum es hier ging, gerade. Sag mal, bei wem muss ich mich eigentlich bedanken? Hm? Bei Carla? Oder bei Carlos? Du hast die Wahl. Ah. Also ich muss gestehen, der Spanier, der hat mir auch ganz gut gefallen. Ruinier du nur mein Selbstbewusstsein als Frau. Komm, komm, wegen dir habe ich die gesamte Männerwelt sausen lassen, ne? Hey, außerdem kannst du es ruhig zugeben. Ach, die Verkleidung hat dir doch Spaß gemacht, oder? Ja, eine völlig neue Erfahrung. Sonst finde ich es sehr lästig, von Männern angemacht zu werden. Aber bei einem schwulen Mann? Habe ich was verpasst? Der Kellner an der Bar.
Der hat mir ziemlich eindeutige Avancen gemacht, als ich bezahlen wollte. Und sowas erfährt man nur so nebenbei, ja? Ach, der hatte doch keine Chance. Und außerdem hat ihm sowieso nur das Androgyne fasziniert, denke ich mal. Nicht nur ihm. Silvia auch. Die war wohl eher neugierig. Na ja, aber sie ist drauf reingefallen. Das heißt bei ihr schon was. Ich habe mich jedenfalls amüsiert wie schon lange nicht mehr. Schade nur ist, dass wir schon zurück mussten. Ja, leider. Aber wer weiß, ob Carlos auch bei Tageslicht den Argusaugen deiner Schwester standgehalten hätte. Auf dem kürzesten Kurztrip aller Zeiten. In diesem Sinne habe ich was gut bei dir. Dann lass uns doch gleich da anfangen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich weiß gar nicht. Wo haben wir denn aufgehört? Vamos, Senora. Ja. Ab in die Arena, du. Ja. So, Moment. Du lockst Lars aufs Damenklo? Und brüllst Vergewaltigung? Ja. Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Wieso? Er hat es verdient. Was hättest du denn gemacht, wenn dich jemand so demütigt? Ja, bestimmt nicht so was Unvorsichtiges. Das sagt der Richtige. Was? Du sagst doch immer, ich soll mir nichts gefallen lassen. Ja, aber damit habe ich doch nicht gemeint, dass du die strafbar machst. Ach, und was war mit Beatrice Testament? Urkundenfälschung ist ja wohl ein Kavaliersdelikt. Jetzt werd bloß nicht frech. Wir reden über dich. Trotzdem, hast du nicht das Recht, auf einmal den Moralischen herauszukehren? Hast du einmal an die Konsequenzen gedacht? Lars ist Anwalt. Der lässt doch sowas nicht auf sich sitzen. Was soll er schon machen? Kind, du studierst doch Jura. Sind die Begriffe Verleumdung oder Rufmord so fremd für dich? Es muss ja niemand die Wahrheit erfahren. Ich konnte dich in aller Öffentlichkeit küssen. Aber das war doch Carlos. Tja, und ich fürchte, sein Gastspiel ist jetzt vorüber. Schade eigentlich. Ich meine, dass es nicht geht. Ich weiß. Carla, meinst du, die Klatschpresse würde wirklich gleich über dich herfallen, nur weil du lesbisch bist? Was die Zeitungen schreiben würden, damit könnte ich ja sogar leben. Aber mein Vater, der würde das nicht verstehen. Du willst es ihm nicht sagen? Dazu habe ich viel zu lange gewartet. Ich habe mir eine Scheinwelt aufgebaut, die bestens funktioniert. Ich weiß, die Verlobung mit Bernd. Ja, und wenn ich ihm jetzt sage, dass ich das alles hauptsächlich wegen ihm initiiert habe, das kann ich nicht riskieren. Aber lass uns nicht davon reden. Ich finde es so schön mit dir. Ich möchte das gern genießen. Ich liebe dich. Und Carlos auch. Was ist denn jetzt? Sag doch endlich was. Am liebsten würde ich dich direkt zum Dekan schicken. Wenn ich jetzt einen Rückzieher mache, dann werde ich zum Gespött der ganzen Uni. Andere Sorgen hast du nicht. Und mein Studium kann ich dann auch vergessen. Das schmeißt mich sofort raus. Daddy, ich denke, wir halten zusammen, wenn es hart auf hart kommt. Komm mir bloß nicht wieder mit einer provokativen Therapie. Hier geht's um Schadensbegrenzung. Dad. Ab. Auf dein Zimmer, ich muss nachdenken. Komm! Du musst dieses kleine Biest verklagen. Das hat doch alles keinen Zweck, Charlie. Selbst wenn ich gewinne. Natürlich gewinnst du. Ach, wenn schon. Das ist wichtig, dein Job. Und es geht auch nicht nur darum, Lars. Ich meine, du bist ein erstklassiger Anwalt, du kriegst immer was. Aber was ist mit deiner Reputation? Ja, aber genau das ist es doch. Mein Ruf ist sowieso hin. Selbst ein gewonnener Prozess nützt da nichts.
Wenn du nochmal mit Vanessa redest, wenn sie ihre Anschuldigungen zurückzieht, ist doch alles wieder in Ordnung. Träum weiter. Das macht sie nie. Ach, warum hast du dich auch mit der eingelassen? Dass ihr Männer immer nur mit eurem besten Stück denken könnt. Auf deine Moralpredigt kann ich jetzt wirklich verzichten. Außerdem hast du mir noch dazu geraten, mich auf Vanessa einzulassen. Ich? Wie käme ich denn dazu? Ich hab dir von Anfang an abgeraten. Wenigstens hätte ich von dir mehr Unterstützung erwartet. Jetzt renn doch nicht schon wieder weg. Wo will er denn jetzt hin?